Rampe reicht. 20 Minuten Podcast über... Wie Rampen tatsächlich nicht reichen, wenn wir über Accessibility bzw. Barrierefreiheit reden. Heute werden wir ein bisschen ranten darüber, wie barrierearm alles ist. Damn. Wie hervorragend das alles funktioniert. Ich bin schwarz-rund und schreibe zurzeit an meinem zweiten Roman, der unter anderem die großartige Taino-Prinzessin Anna Karuna behandelt. Ich bin Simotier und ich arbeite zurzeit ausschließlich mit Collagen und das macht mich unglaublich glücklich. Yes. Sehr gut, sehr gut. Ja genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen erklärt, was unser Thema heute ist. Und ja, wir wollen ein bisschen Wut teilen, das passt ganz gut. Ich bin heute sehr schlecht gelaunt. Das tut mir leid. Das ist in Ordnung, das gehört dazu. So ist das manchmal. Ja, ich dachte, wir könnten einfach mit einer Anekdote einsteigen, vielleicht beide. Gute Idee. Was ist denn so die letzte oder die wichtigste Situation, die besonders absurd war, die dir in Bezug darauf passiert ist? Mir fällt vor allem ein dieses, wo ich ja jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs bin und tatsächlich das mit der Rampe wichtig ist, wo ich für ein Treffen in eine Bar wollte. Und wir haben diese Bar ausgewählt, nicht wegen der Barrierefreiheit oder Armut, sondern wegen der Location, weil wir ganz viele Leute waren, die von unterschiedlichen Orten Berlins zusammenkamen. Und deswegen habe ich diese Bar ausgewählt und dachte, okay, ich rufe da an und frage nach. Erstmal war es unglaublich schwierig, da jemand zu erreichen. Letztendlich hat es dann doch geklappt und dann hatte ich gleich den Chef am Telefon und er meinte, auf jeden Fall haben wir eine Rampe, das wird klappen. Dann war ich so, okay, dann ist ja für den Abend gesorgt. Bin hingefahren, eine von den Leuten, die ich treffen wollte, war schon da und war so, oh je, Sima, das wird nicht laufen. Weil die sehr bemühte und super nette Tresenkraft überhaupt keine Ahnung hatte von der Rampe und meinte, sie arbeitet da schon seit zig Jahren und hatte noch nie irgendwie was von der Rampe gehört oder gesehen, hat sich dann voll bemüht, 1000-mal entschuldigt. Also es war ja auch wirklich nicht ihre Schuld, also der Chef hatte es einfach nicht kommuniziert und hat dann versucht, sehr bemüht, mehrere Alternativen zur Rampe irgendwie zu finden. Da gab's halt nur eine Stufe, also es war auch nicht mal so hoch, aber sie wollte tatsächlich, dass ich über diese Schilder, die es so gibt von Bars und Cafés, die dann draußen stehen, wo drauf steht, heute ist der Tee günstig oder so, dass sie das nehmen würde und ich damit dann hochfahren würde. Was ja natürlich das würde nie klappen und das wäre super gefährlich. Und das war einfach so ein Fail auf allen Ebenen, also dass die Arbeit schon gemacht wird von mir und irgendwie angeblich von den Leuten vor Ort, obwohl das dann nicht geklappt hat und nichts hat geklappt. Also, wow. Ja. Es war absurd. Zum Glück gab es nebenan dann sofort einen Laden, der ohne Stufen zugänglich war. Also war der Abend jetzt nicht ein völliger Reinfall, aber es war abenteuerlich. Also es reicht quasi nicht nur eine Rampe zu haben, das Personal sollte davon auch gehört haben. Genau so. Ich selber hab ja vorher in Gastro gearbeitet und so schwierig ist es doch nicht, einmal zu sagen, hier ist die Rampe, so wird sie benutzt. Das dauert dann vielleicht höchstens eine Viertelstunde, wenn alle da sind und dann ist gut. Dann ja. Oder? Das ist schon sehr absurd, weil so eine Rampe ja auch nicht günstig ist. Es würde dann ja auch Sinn machen, KundInnen in den Laden zu bekommen. Also nach so einem Investment. Und als Empfehlung für alle, die irgendwie so gastronomisch unterwegs sind, es lohnt sich auch auf so einer Webseite, das dann hinzuschreiben, dass ihr eine Rampe habt. Also das haben ganz, ganz viele Läden, haben wir auch schon erlebt, so Läden, die eigentlich nirgendwo steht, dass die zugänglich wären mit dem Rollstuhl, sind dann zugänglich und sind so, uns fragt ja nie jemand. Also es kann auch vorne irgendwie an die Tür ein Schildchen getan werden, wir haben eine Rampe, fragt uns, beziehungsweise auf der Website so dass Mensch schon planen kann. Auf jeden Fall. Ja, erzähl mal von dir. Hast du eine Anekdote? Ja, ich glaub schon. Also ich werde ja öfter gebucht, auch in so Zusammenhängen, die sich dann inklusiv nennen oder intersektional oder auch einfach beides, weil es sind beides gute Wörter mit I und das klingt irgendwie nett auf dem Flyer.
Und eigentlich haben die meisten Menschen zu beiden keine wirkliche emotionale Connection, so. Mhm. Und es ist dann immer ganz spannend, dass das Publikum halt unbedingt inkludiert werden soll und dass die Themen unbedingt intersektional sein sollen. Ja, auch Behinderung, ja, ja. Mhm. Und wenn ich dann aber tatsächlich ankomme mit meinen Inklusionsansprüchen und meinen inklusiven, intersektionalen Ansprüchen an Veranstaltungen, sind alle auf einmal fürchterlich böse und dann wird das so ein bisschen gegen mich eingesetzt. So im Sinne von, das Event ist doch aber so wichtig, weil es so wichtig ist in Bezug auf Inklusion, dass du doch jetzt mal auf deine Behinderung verzichten könntest. Lass sie doch mal einfach bitte draußen. Und das ist unglaublich frustrierend, dass die dann wirklich denken, diese großen Begriffe würden schon gefüllt werden mit, wir machen da auch so eine halb gute, halb schlechte Rampe an die Tür und machen aber keine Gänge frei, dass RollifahrerInnen auch wirklich durchkommen würden. Unsere Theke ist 4,80 Meter hoch und so Barkraft ist 1,20 Meter groß, sodass auf jeden Fall keine Gespräche stattfinden können. Ja. Zwischen Barkraft und RollifahrerInnen. Also sowas ist schon immer irgendwie hochgradig verwirrend. Verwirrender wird's für mich dann aber tatsächlich, wenn viel mitgedacht wird. Also es gibt irgendwie einen Ruheraum und es gibt ein Awareness-Team und alles, was ich alles total super finde. Und dann komme ich irgendwie an und sage, hey, wenn ich dann irgendwie 14 Stunden rumlaufen soll bei dem Event, bräuchte ich einen Ort, wo ich mich kurz zurückziehen kann, was jetzt noch nicht mal so ein krasser Anspruch ist. Den haben die meisten KünstlerInnen. Es ist tatsächlich ziemlich anstrengend, 14 Stunden am Stück mit Leuten in Kontakt zu stehen, vor allem mit chronischen Rückenschmerzen. Und das geht dann immer so gar nicht. Und dann wird das so gegeneinander ausgespielt. Vielleicht ist das ein guter Andockpunkt, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Es gibt ja so ein Buchzusammenkommen, sag ich jetzt mal, bei dem wir beide ja jetzt seit 2 Jahren nicht mehr tabeln können, also nicht mehr unsere Artikel vor Ort verkaufen können. Ja. Genau, also zu uns, ich bin eine Person mit nicht sichtbaren Behinderungen vor allem, also chronischen Rückenschmerzen und verschiedenen traumabedingten Psychosachen und so chronischen Erkrankungen. Magst du kurz was zu dir sagen? Ja, bei mir war es bis vor kurzem auch so, dass meine Behinderung vor allem unsichtbar war. Ich habe eine Krankheit, die heißt ME, was vor allem mit ganz viel Schmerzen, Erschöpfung und stressbedingtem Trauma, alles Mögliche, sehr komplex, alles Mögliche ist da drin. Und seit kurzem habe ich aber glücklicherweise, was mein Leben sehr erleichtert, einen E-Rollstuhl. Und deswegen bin ich sehr sichtbar behindert und daher ändern sich meine Erlebnisse, was das alles angeht, auch. Es fiel mir auch oft sehr schwer und deswegen bin ich immer wieder sehr begeistert von, wie toll du das machst, eigentlich musst du das ja machen, dieses Kommunizieren über deine Bedürfnisse beziehungsweise was für dich Barrierefreiheit bedeutet, weil ich finde es auch wichtig, dass wir hier darüber reden, dass es halt nicht nur, also es ist wichtig, sich auch anzugucken, wie die Rampen aussieht und die Rampensituation ist, aber halt eben um diese ganzen anderen Sachen und dass wir langsam vielleicht weitere Schritte dann unternehmen können in Räumen, die wir vielleicht mitveranstalten oder besuchen und so zu gucken, okay, Behinderung heißt nicht nur nicht nur Leute im Rolli sind behindert, sondern ganz oder viele Leute. Besser behindert. Ja, besser behindert oder diese Leute im Rolli benötigen Barrierefreiheit. Dann ist es viel zu kurz gedacht. Also das ist auch sowas, was mich immer völlig kirre macht, wenn es Räume oder Veranstaltungen gibt, wo dann tatsächlich steht barrierefrei. Dieses Wort mag ich auch überhaupt nicht, weil du kannst nie alles mitdenken. Und vor allem, wenn das dann irgendwelche Räume sind und da steht, wir sind barrierefrei, dann heißt es, dass die eine Rampe und ein Rolliklo haben. Und manchmal sogar nicht mal ein Rolliklo. Ja, nee, definitiv. Und das war ja auch bei dieser Veranstaltung so, dass wir als die einzigen Leute, die explizit über Behinderung sprechen, wir wissen ja nicht, wie die anderen Leute positioniert sind, aber genau, dort eben Sachen verkauft haben und dann haben sich einige RollifahrerInnen völlig zu Recht beschwert, dass es zu voll war. Also die Veranstaltung ist jedes Jahr einmal.
Es war auch viel zu voll. Es war auch wirklich kaum durchzukommen. Ja, zu Die eng Entscheidung gebaut mit den Tischen. Genau, die Tische waren viel zu eng aber die Entscheidung, die daraus entstanden ist, war so ein bisschen befremdlich. Genau, weil dann tatsächlich entschieden worden ist. Magst du das kurz erzählen? Naja, da wurde entschieden, dass halt so, ich sagte, wir so als EinzelkünstlerInnen halt dann nicht da mit verkaufen können, weil die halt jetzt weniger Tische vergeben, um eben Platz für die besuchenden RollifahrerInnen zu schaffen. Und das fühlte sich halt sehr absurd an. Also dadurch, dass wir die Behindertenaktivistinnen ausladen, schaffen wir mehr Platz für Behinderte. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist ja auch die Entscheidung gefallen, oder in der Entscheidungs-E-Mail stand ja dann auch mit drinne, wäre es denn möglich, dass ihr darauf verzichtet, also wir hatten halt artikuliert, was wir quasi brauchen, um dort verkaufen zu können. Genau. Und dann wurde von denen der Wunsch geäußert, ob wir nicht einfach nicht die Bedürfnisse haben könnten oder so. Ja, also ich würde dann noch einen weiteren Aspekt dazu holen, weil wir ja beide uns auch als fett positionieren oder fett sind. Ja. Und meinten, ja, wenn Tische und so sehr, sehr eng bebaut sind, dann ist es sehr unbequem, da als fette Person zu sitzen. Und das war ja auch nice, das mitzudenken. Und das wäre ja dann auch, also wir hätten mal nicht fett zu sein. Also das wurde nicht so gesagt, aber so fühlte sich das an. Ja, eigentlich war die Frage, könntet ihr nicht einfach dünn und able sein? Wir wollen jetzt endlich behinderte und fette Menschen mitdenken. Ja, ach, ja, und das ist einfach, diese Sache liegt ja auch schon, also es ist jetzt nichts Aktuelles, liegt schon ziemlich weit zurück, aber was das dann für Schmerz hinterlässt und, also, wir reden immer noch darüber. Es ist einfach hochgradig skurril. Es zeigt einfach, dass null Verständnis dafür da ist, dass halt Barrierereduktion nicht bedeutet, sich irgendein Label aufzukleben und zu sagen, yay, I did it. Oder irgendwie die Gruppe, die am lautesten schreit, zu beachten und allen anderen irgendwie gegen das Schienbein zu treten, so. Genau, also das waren so kurze Einblicke, wo wir so gemerkt haben, wie eben Rampe reicht, was ja auch der Titel unserer Podcast-Reihe ist, zu eher weniger Repräsentation tatsächlich führt und eher dazu führt, dass Behinderung schlechter mitgedacht wird. Du bist ja selber auch veranstaltende Person beim Queersinfest. Und wie geht ihr denn damit um? Genau, Queersinfest Berlin. Na, erstmal muss gesagt werden, dass in unserem Orga-Team auch mehrere behinderte Leute drin sind. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster Punkt. Ich bin immer wieder überrascht, das ist halt das Leben, glaube ich, von vielen able-bodied Leuten, die halt dann keine behinderten Leute kennen und dann, Mensch bewegt sich ja sehr in den eigenen Kreisen. Und deswegen wird bei uns ja vieles automatisch mitgedacht, weil wir dann so sagen, ich brauche das und das und das und dann ist schon mal. Aber ja, wir haben von Anfang an tatsächlich das E-Wort einen sehr intersektionalen Ansatz gehabt und gemeint, okay, was stört uns alles an Veranstaltungen und wie wollen wir das besser machen? Also was Raumfindung und so angeht, auch sich dann herausgestellt hat, das ist wirklich schwierige Sache. Wenn Mensch dann wirklich knallhart ist mit den eigenen Ansprüchen, wie zum Beispiel der Raum soll also Rollstuhl zugänglich sein und genug Räume haben, damit Mensch dann auch so Sachen anbieten kann, wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder ein Ruheraum oder Essen und dann tatsächlich, was wir auch machen, ist, dass wir einen sehr greifbar, sage ich mal, antirassistischen Ansatz haben, dass wir eine verhärtete Türpolitik fahren, in der weiße Leute, die halt so kulturelle Aneignungssachen an ihren Körper tragen, keinen Zugang bekommen. Yes. Was sich als eine sehr schöne Sache herausgestellt hat, weil das den Raum einfach sehr angenehm, entspannt und freundlich macht, das aber ein Problem gewesen ist mit Raumfindung. Also das so nebenbei, weil dieses überhaupt einen barrierearmen Raum zu finden in Berlin, it's a struggle.
Und dann, definitiv. Dann noch diese weiteren politischen Aspekte dazu. Ja, und zum Beispiel denkt ihr auch sowas wie Alkoholsucht mit, indem es halt keinen Alkohol bei euch gibt. Ja. Und genau, also ich finde schon, dass es ganz spannend ist zu gucken, was eigentlich alles geht. Und dass es eigentlich nicht notwendig ist, sich dann das Label raufzupacken, dass Mensch alles umgesetzt hätte. Genau, also das quasi, wenn du versuchst, vieles mitzudenken, wird dir eigentlich mehr und mehr klar, dass du nicht alles mitdenken kannst. Genau. Und dass immer so eine Abwägung ist von, okay, wenn wir jetzt diese Politik fahren, also zum Beispiel, wir machen die Gänge größer, es gibt weniger Tische, dann hängt da ja zwangsläufig dran, dann letztendlich politische Entscheidungen zu treffen. Wenn ich weniger Tische habe, wem gebe ich diese Tische? Genau. Und wem gebe ich diese Tische eben nicht, so. Und das ist halt das, wo Kapitalismus dann reinkommt, ne? Also bei dieser Buchveranstaltung, sag ich jetzt mal, wurde dann halt eine sehr kapitalistische Entscheidung getroffen. Okay, wir müssen Barrieren mitdenken, das geht jetzt gerade nicht anders. Heißt, wir haben weniger Raum, heißt, den wenigen Raum vergeben wir so effizient wie möglich. Ja. Und das zeigt halt, dass Behinderung eigentlich nicht mitgedacht worden ist, weil dann müsstest du jede Stufe immer Behinderung mitdenken. Okay, wenn wir weniger Tische haben können, wer kriegt diese Tische? Wenn wir jetzt ein Publikum haben mit Behinderung, hätten die ja vielleicht auch gern Medien, die nicht nur von Abled People handeln oder nur von Abled People geschrieben worden sind. Also selbst aus Kundenperspektive macht das ja relativ wenig Sinn. Und generell, wenn wir irgendwie eine inklusive Veranstaltung sein wollen, eine intersektionale Veranstaltung, dann, ne, also welche Perspektiven schütze ich dann? Welche Perspektiven müssen dann reinkommen, auch wenn es vielleicht eine schlechte kapitalistische oder schlechte kapazitäre Entscheidung ist, so. Ja. Es heißt halt, dass es sehr viel mehr Arbeit benötigt. Es ist nicht mal so, oh, lass mal jetzt irgendwie mit ein paar Leuten zusammenkommen, uns 3-mal treffen und dann eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Genau. Es ist wirklich viel, viel, viel Arbeit. Viel mehr, als Mensch sich das vorher so vorstellen könnte. Und ich finde es wichtig, das zu benennen und auch wichtig, dann sich die Zeit zu nehmen. Ja, das stimmt. Mehrere Veranstaltungen, die ich kenne und gut finde, machen das auch so, dass es die nicht unbedingt jedes Jahr gibt. Ja. Letztendlich sind es ja Leute, die sich quasi selber ausbeuten, das in Anführungsstrichen ehrenamtlich alles machen. Dafür ja, oder kriegen. Auch bezahlt. Oder also auch das bezahlt, ändert ja auch nichts daran. Auch wenn du bezahlt arbeitest, ist deine Zeit ja begrenzt. Also genau. Und manchmal finde ich es wichtiger, dann zu überlegen, okay, was möchten wir alles darbieten bei unserer Veranstaltung und können wir das, wie lange dauert das, wir das alles durchführen können. Und dann vielleicht auch den Schritt zurückzunehmen und zu sagen, nee, wir schaffen das nicht in 3 Monaten, wir schaffen es auch nicht in einem halben Jahr. Ja. Und das dann zu machen. Und ich glaube vor allem dann, das dann transparent zu machen, das ist das, was ich immer wieder lerne, auch selber als veranstaltende Person. Je transparenter du diese Planungsschritte auch nach außen trägst an die Community, für die diese Veranstaltung gedacht ist, desto einfacher wird es dann auch. Ja, aber da ist ja unglaublich viel Wissen und Erfahrung und auch so Wille, das zu teilen. Es ist ja einfach geiler, was vorher zu teilen, wie wenn es schiefgegangen ist. Genau. Das ist definitiv eine große Lehre, die ich auch ziehe. Ja, aber es gibt Events, die es gut hinkriegen. Transfilmfestival fällt mir da zum Beispiel ein. Ja, genau. An die dachte ich auch. Dann One World Poetry Night von Laya Okongo. Ja, jeden Monat in Berlin. Ja, und aber halt auch mit großen Pausen, ne? Also Laya nimmt sich halt auch die Zeit, dann Kritik einzuarbeiten. Und zu sagen, okay, es braucht halt nicht... Es ist jeden Monat, aber immer mit der Sommerpause. Ja. Und die gibt dann halt einfach Zeit zu überlegen, okay, gehe ich das jetzt an? Okay, wie kann ich das besser machen? Das ist schon ein wichtiger Faktor. Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist das, was mich am meisten daran nervt, an dieser Idee von diesem Icon, von diesem Rollstuhlfahrer, der so in diesem schrecklichen Rollstuhl sitzt, auf diesem blauen Hintergrund. Ja. Diese Idee von... Also so aus Behindertenperspektive, wenn wir das möglichst einfach verkaufen, was die Lösung ist, dann machen das auch alle und dann ist alles schrecklich einfach und wir werden sofort inkludiert. Und so eine Vereinfachung von Community-Bedürfnissen macht aber eigentlich immer, dass wir beschissene Narrative selber pushen, so, ne? Ja. So, und das nervt mich. Okay. Das nervt mich, weil es ist echt, wir haben echt viel Mist gebaut, was so Ableismus angeht. Und das wird sich jetzt nicht in 2 Minuten entleeren lassen. Und das ist auch nicht aufgehoben durch irgendwie eine Metallschiene, die dann nicht mal befahrbar ist. Nee, genau. Und jetzt fragen sich vielleicht viele so, ja, okay,
da habt ihr jetzt viele gute Punkte gebracht. Wie soll ich das überhaupt umsetzen mit meiner Gruppe oder mit was ist die Lösung? Laden oder so. Und die Lösung ist tatsächlich, und das könnte man auch so übergreifend benutzen, diesen Tipp, wenn du irgendwas organisierst, zum Beispiel in einer Gruppe, und diese Gruppe ist sehr homogen, dann hol dir Hilfe von außen. Es heißt nicht, du musst auch nicht jetzt als able-bodied Person oder Gruppe unbedingt jetzt dir krampfhaft 1000 neue disabled Friends holen, sondern du kannst tatsächlich, ja, was auch sehr weird ist, ja, du kannst tatsächlich Leute als Consultants, BeraterInnen einstellen. Und dafür dann Geld geben. Also zum Beispiel eine sehr gute Person, die ihr einstellen könntet, wäre zum Beispiel Schwarzrund, wo es jetzt auch auf der Webseite schwarzrund.de eine Unterseite gibt für Beratung, wo man online Schwarzrund einfach buchen kann. Genau, und dann berate ich euch per Skype. Genau, also zum Beispiel White Guild Cleanup ist eine sehr tolle Gruppe, mit der wir vom Queerzinefest Berlin schon sehr lange zusammenarbeiten, weil wir halt eine weiße Orga sind und nicht halt alles, was Rassismus angeht, mitdenken können. Also haben wir dieses Thema externalisiert und uns eine Expertin dazugeholt, die uns begleitet und die wir für ihre Arbeit bezahlen. Es ist total gut, Leute auch zu bezahlen einfach. Das ist eine total gute Idee. Ich weiß, das werden die ganzen weißen Linken jetzt nicht so ganz verstehen, aber... Oh mein Gott. Ja, what? Paying people for events? Das ist auch eine Barrieresache. Und behinderte Leute dürfen auch bezahlt werden. Genau, und das ist auch ein Ding, ne? Wenn ihr irgendwie eure Orga so strukturiert, dass ihr euch immer für 12 Stunden trefft in einem schicken Café, 3-mal die Woche, und wo es ordentlich viel Bier gibt und euch dann wundert, dass irgendwie eure Gruppe nur aus 24-jährigen weißen Leuten bestehen, die so breit wie mein Oberschenkel sind, liegt das vielleicht auch daran, dass eure Arbeitsgruppe schon massiv viele Barrieren hochruft, weil wer kann es sich überhaupt leisten, auch finanziell unbezahlt zu arbeiten? Das ist so ein Anspruch, der ganz viel an mich gestellt wird, aber du könntest doch auch unbezahlten Aktivismus machen, dann wärst du doch so eine richtige Aktivistin, wo ich mir denke, ja, aber dann geht halt nicht. Wenn ich 2 Monate unbezahlt arbeite, habe ich kein Geld und dann muss ich wieder Jobs machen, die machen, dass ich keinen Aktivismus machen kann. Also für mich funktioniert Aktivismus nur auf einer Bezahlebene. Also so weit geht das halt und da merkt ihr schon, das bietet ganz viel Stoff und darum wird es auch so in unserem Podcast tatsächlich gehen, nämlich dass Rampen nicht reichen und ganz viele Aspekte, die wir uns so rausgesucht haben, die euch hoffentlich einerseits näher bringen, wie komplex das Ganze ist, aber auch so ein paar Ansätze liefern zum einfach alles besser machen und bessere Forderungen auch stellen, wenn ihr Veranstaltungen kritisiert. Ihr könnt auch unter anderem, wenn dieser Podcast euch geholfen hat und vielleicht weitergebracht hat, uns bezahlen. Yes. Nämlich über unseren Patreon, den ihr verlinkt hier irgendwo findet. Genau, es wird sein patreon.com/user/Rampe reicht, wenn alles gut geht. Aber ihr findet es auch in den Shownotes. Genau, dann könnten wir zum Beispiel uns einen leckeren Tee kaufen oder halt sonst auch bezahlt werden. Und der Plan ist ja, dass wir später noch weitere Leute einladen, um Beiträge zu machen oder wir mit ihnen uns unterhalten. Und wenn wir noch weitere Leute dazu holen, Expertinnen dazu holen, möchten wir diese natürlich auch bezahlen. Genau, mit eurem Geld am besten. Die Idee ist folgendermaßen. Unseren Podcast gibt es einfach für umsonst, weil wir wollen, dass alle ihn hören können, die irgendwie Zugang zum Internet haben. Wir setzen uns auch dafür ein, dass wir das Skript haben und das auch nochmal extern hochladen, dass es auch gelesen werden kann. Genau. Das sind unsere Beiträge dazu. Damit wir uns das aber auf längere Zeit leisten können, also die erste Staffel finanzieren wir jetzt quasi einfach vor, auf eigene Kosten. Damit wir uns das aber leisten können, wegen der Zeit, aber auch vor allem wegen den Gästen, brauchen wir halt ganz dringend eure Unterstützung. Und ja, das wäre cool, wenn ihr das machen könnt. Wir haben aber noch was für euch. Genau, wie wir jetzt immer machen möchten zum Ende der Folge, ist eine Empfehlung. Wir empfehlen gerne Medien, was gerade zu dem Thema, worüber wir heute reden, passt. Wir empfehlen heute ein ganz tolles Video von dem Projekt 100% Me. Und das Projekt wurde leider eingestellt, das ist fürchterlich schade. Ja. Aber die Videos sind weiterhin verfügbar. Und da gibt es eins von Len. Len nutzt selber einen Rollstuhl
Und seine beste Freundin, vermute ich mal, die ist auf jeden Fall in vielen Videos dabei, ist eine Person, die keine körperlichen Einschränkungen hat. Und in dem Video versuchen die so darzustellen in so einem Videospielcharakter, was ziemlich cool ist, was alles so Barrieren sind, die vom gemütlichen Wohnzimmer daheim bis zur Kneipe sich in Lens Weg stellen, die für die Freundin eben einfach total gut zu überwinden sind. Genau, mit viel Rage und genau. Frust, aber eben auch vor allem Wut und so ein bisschen durch diesen Videospielcharakter auch ein bisschen lustig, weil es ist auch wichtig, über diese ganzen Sachen zu lachen, denn sonst ist es manchmal auch ziemlich schwer auszuhalten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist unsere Empfehlung. Explizit das Video werden wir euch verlinken, aber guckt auf jeden Fall alles an von dem Projekt. Es ist sehr, sehr nice. Ja. Wir sind verrückt, behindert, krank, trans, queer, müde, schwarz, Risikogruppe. Und dieser Podcast ist es auch.